Wenn angeblich auslaufsichere Batterien doch auslaufen und ein Gerät zerstören, hat der Batteriehersteller zu zahlen, wenn er nicht Ihnen grobe Fehler nachweisen kann. Doch müssen Sie immer 1125 Mark selbst tragen. Geld gibt's also erst, wenn Ihr Kofferradio teurer war. Deutsche Gerichte dürften übrigens engere Grenzen ziehen als etwa die in den USA. Dort erstritt eine Frau gar Schadensersatz für ihren im Mikrowellenherd gegarten Pudel. Der Hersteller hatte in der Bedienungsanleitung nicht gewarnt, dass man Tiere nach dem Bad nicht per Mikrowelle trocknen darf. Nichts, was man kaufen kann, hält ewig. Was verbraucht ist oder nicht mehr funktioniert, landet auf dem Müll. Für Ersatz ist ja reichlich gesorgt. Und nur was vor der Zeit seinen Geist aufgibt, innerhalb der Garantie- oder Gewährleistungsfrist, kann reklamiert werden. Die Kaffeemaschine habe ich hier gekauft, die ist kaputt, die möchte ich reklamieren. Hier ist der Beleg. Was aber, wenn ein Produkt nicht nur einfach kaputt geht? Wenn zusätzlich Schaden entsteht, jemand verletzt wird oder gar umkommt, weil es, wie dieser Bürostuhl, falsch konstruiert war. Dann muss man dem Hersteller, will man ihn für den Folgeschaden haftbar machen, ein Verschulden nachweisen. Doch ein solcher Nachweis fällt meist schwer. Und selbst wenn er gelingt, wie bei diesem Unglück auf dem Hamburger Volksfest Dom, warten die Opfer unter Umständen lange vergeblich auf Entschädigung, weil sich die Verantwortlichen um die Zuständigkeiten streiten. Seit dem 1. Januar soll nun ein neues Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte Abhilfe schaffen. Es regelt nämlich die verschuldensunabhängige Haftung. Das heißt, wenn man mit dem Fahrrad stürzt, weil plötzlich die Fahrradgabel verbiegt, wenn der Fernseher implodiert und der anschließende Brand die Wohnung in eine Trümmerlandschaft verwandelt, wenn der Puppenbuggy zusammenbricht und sich Ihr Kind dabei in dem Gestell, wie in einer Schere, die Finger quetscht, oder wenn eine Limonadenflasche explodiert und die Splitter Unheil anrichten, dann muss man künftig dem Hersteller kein Verschulden mehr nachweisen, sondern nur noch den ursächlichen Zusammenhang zwischen Produktfehler und Schaden. Doch da gibt's schon wieder Probleme. Wenn zum Beispiel nach dem Haarewaschen mit einem neuen Mittel die blonden Haare plötzlich grün geworden sind, wer denkt da schon an das Produkt Wasser, das zu viel gelöstes, grünfärbendes Kupfer enthielt? Und wo liegt die Ursache? Beim Wasserwerk? Oder beim Hersteller der Kupferrohre im zusammengestückelten Hausleitungsnetz? Und am Beispiel der Dioxin- und Lindan-Geschädigten, die in ihren Häusern und Wohnungen im Vertrauen auf die Werbung reichlich Holzschutzmittel verwendet haben, wird deutlich, wie schwer vor Gericht der Nachweis fällt, dass gerade das Gift aus dem Holzschutzmittel ihre Gesundheitsschäden verursacht hat. Ein Ende der Prozesse ist noch nicht in Sicht. Und das neue Gesetz begrenzt die Haftung bei Personenschäden auf 160 Millionen Mark. Könnte es sein, dass diese Summe einmal nicht ausreicht? Nein, ein solcher Fall ist nicht denkbar. So der zuständige Minister noch 1988 in der Südwestfunksendung Markt. Dabei zeigte bereits damals der Fall mit dem gesüßten Kindertee, durch den Zehntausende von Kindern verheerende Zahnschäden davontrugen, wie schnell diese Obergrenze erreicht wird. Wenn ein Kind allein 160.000 Mark einklagt, reicht die Summe gerade zur Entschädigung von 1000 Kindern. Und der Rest? Immer wichtiger wäre ein weltweites Warnsystem für gefährliche Produkte, damit Produktfehler bekannt werden, bevor allzu viel passiert ist. Und Rückrufaktionen werden in Zukunft noch mehr Gewicht bekommen, wenn Hersteller auch ohne speziellen Schuldnachweis haften müssen. Führt ein versteckter Serienmangel beim Auto, an den Bremsen oder an der Lenkung zum Beispiel, zu einem Unfall, können die Haftungsfolgen beträchtlich sein, obwohl der Hersteller das fehlerhafte Produkt selbst nicht ersetzen muss. Und laut Gesetz muss auch von dem Folgeschaden 1125 Mark der Geschädigte immer selbst tragen. Eine gravierende Einschränkung, denn viele Folgeschäden bleiben sicherlich unterhalb dieser Grenze. Lass mal an. Der Sachschaden durch eine solche Batterieexplosion liegt voraussichtlich weit unter 1125 Mark.
Auch wenn das Bügeleisen schmilzt und man den Wohnungsbrand noch gerade verhindern kann, muss man den Schaden wohl allein bezahlen. Und baut die Werkstatt den falschen Bremsklotz ein oder macht sie beim Einbau einen Fehler, muss man bei einem Unfall nach wie vor der Werkstatt ein Verschulden nachweisen. Denn fehlerhafte Dienstleistungen fallen nicht unter das neue Gesetz. Und es gibt noch weitere Lücken. Zwar sind alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Käse, Wurst, Schinken, Fisch, Obst und Gemüse auch Produkte im Sinne des Gesetzes, doch unverarbeitet sind sie von der Haftung ausgenommen. Danke. Wer sich also mit frischem Obst vergiftet, wird sich seinen Schadenersatz nach wie vor schwer erkämpfen müssen. Erst wer sich mit dem Kieselstein im Brötchen oder mit dem Schweinezahn aus der Wurstkonserve einen Zahn ausbeißt, hat Schadenersatzanspruch für den Körperschaden auch ohne Verschuldensnachweis. Geht dabei jedoch nur das künstliche Gebiss kaputt, ist das ein Sachschaden, für den man, wie gesagt, erst einmal bis 1125 Mark selbst zahlt. Doch dem neuen Gesetz sei Dank. Wenn mein Nachbar nebenbei gekaufte oder auch selbst geangelte Fische räuchert, mir einen davon verkauft und ich mir damit den Magen verderbe oder Schlimmeres, dann muss er für meinen Schaden haften, obwohl er den Fisch ja wohl kaum selbst vergiftet hat. Auch Blut ist ein Produkt. Trotzdem müssen Blutspender auch in Zukunft nicht für die Qualität ihres Blutes haften, selbst wenn sie fürs Spenden Geld bekommen. Haften muss erst die Blutbank, die das Blut verarbeitet und vermarktet. Für Produktgefahren soll nämlich grundsätzlich nur der haften, der mit dem Produkt Geschäfte macht. Übrigens, was als gefährlich gilt, hängt von der allgemeinen Erwartung ab, die sich ändert. Früher wusste jeder, dass man sich an Toastern verbrennen kann. Inzwischen gehört ein Berührungsschutz zum Sicherheitsstandard. Wer sich also heute am neuen Toaster noch die Finger verbrennt, könnte den Schaden einklagen. Allerdings maximal 10 Jahre lang. So steht's im neuen Gesetz. Hält der Toaster länger, ist's mit der Herstellerhaftung vorbei. Sollte man also, um sicher zu gehen, alle 10 Jahre den Hausrat wechseln? Nicht einmal das könnte den Schadenersatz garantieren. Denn niemand prüft, ob ein Hersteller im Schadensfall überhaupt haften kann. Und ist ein Hersteller pleite oder ist die Firma erloschen, wird's ohnehin schwer, trotz neuem Gesetz, einen Schadenersatz erfolgreich einzuklagen. Also Verbraucherschutz mit Lücken. Und eine Pflichtversicherung für die Hersteller schreibt das neue Produkthaftungsrecht leider nicht vor. Auch sonst steckt das angeblich EG-einheitliche Gesetz voller Mängel. Haftungshöchstgrenzen gibt es nur in den ärmeren EG-Staaten Griechenland und Portugal und in der reichen Bundesrepublik. Und anders als sonst in Europa gibt es nur bei uns kein Schmerzensgeld. Für Entwicklungsrisiken, zum Beispiel bei neuen chemischen Substanzen, haftet niemand. Eine verschuldensunabhängige Haftung bei Handwerks- oder Dienstleistungen wird es auf Jahre nicht geben. Und Pläne, wie man gefährliche Produkte europaweit verbieten könnte, schlummern in Schubladen. Selbst Warnungen der Nachbarländer vor gefährlichen Produkten landen bei uns meist erst nach Monaten und werden oft auch noch zum Schutz der Hersteller geheim gehalten. Tja, ein EG-Binnenmarkt der Verbraucher wird das wohl kaum. Dennoch bietet das Produkthaftungsgesetz ein paar Fortschritte. Falls Sie sich mal darauf berufen müssen, sichern Sie Ihre Beweise mit Anwalt, Gericht oder gar Gutachter. Wenn Sie das umstrittene Produkt zur Prüfung einfach dem Hersteller überlassen, könnte es nämlich verschwinden. Ach übrigens, wenn Sie dem Hersteller ein Verschulden nachweisen können, gilt das alte Produkthaftungsrecht weiter, ohne Selbstbeteiligung und mit Schmerzensgeld. Autowerkstätten beraten schlecht, reparieren Unnötiges oder mehr als vereinbart, pfuschen, kassieren zu viel, sind nach Feierabend nicht erreichbar und im Ernstfall überlastet. So klagen Kunden bei Befragungen. Drum sucht das Gewerbe nach neuen, menschlicheren Serviceformen. So dürfen Sie zum Beispiel bei einigen Werkstätten von Opel, Saab und BMW grundsätzlich mit ins und unters Auto gucken und sich Mängel erklären lassen. Das soll Vertrauen schaffen. Man hat's auch nötig. Wie gut arbeiten Vertragswerkstätten?
Die Stiftung Warentest wollte es 1988 genau wissen und schickte ihre Mitarbeiter, getarnt als unbedarfte Kunden, auf Tour. Ich bin hier zum 30.000er angemeldet. Jeder Wagen war mit 10 Fehlern präpariert. So stellte die Stiftung 94 Vertragswerkstätten 6 verschiedener Marken auf die Probe. Eingebaut wurden nur Mängel, die jede Werkstatt bei auftragsgemäßer Arbeit gefunden hätte. Eine lose Batterie zum Beispiel. Testergebnis: Von 94 Werkstätten beseitigten nur 10 alle eingebauten Mängel. Manche fanden gerade mal 3 der 10 Fehler. Warentest kommentierte: Pfusch. Der begegnet seit Jahren auch den Autozeitschriften bei deren regelmäßigen Tests. Oft genug mussten sie sogar lebensgefährliche Schlamperei feststellen. Unbegründete Preisunterschiede decken diese Tests ebenfalls immer wieder auf. Reparaturen sind in der einen Vertragswerkstatt schon mal doppelt so teuer wie in der nächsten. Bei Ersatzteilen werden zum Teil sogar dreifache Preise genommen. Ärgerlich auch: Werkstätten tauschen bei Inspektionen gern Verschleißteile wie Luftfiltereinsätze oder Bremsbeläge aus, auch wenn die noch gut bis zum nächsten Kundendienst gehalten hätten. Das ergibt Extragewinn. Es ist zwar nach den Geschäftsbedingungen verboten, aber noch immer führen Werkstätten Zusatzreparaturen aus, ohne Absprache mit dem Kunden. Nee, also Kupplung war nicht vereinbart. Die können Sie gleich wieder ausbauen oder Sie geben einen Preisnachlass. Das können Sie tatsächlich verlangen, wenn Sie mit der Zusatzarbeit nicht einverstanden sind. Aber wenn die Werkstatt nicht darauf eingeht, müssen Sie erstmal voll bezahlen. Sonst können Sie den Wagen nicht mitnehmen. Die Reparaturfirma besitzt ein Pfandrecht. So, das macht dann 574 Mark. Ja, Sie wissen, ich zahle also erstmal nur unter Vorbehalt. Diese Ankündigung muss natürlich schriftlich wiederholt werden. Mündlich ist sie nutzlos, wenn Sie sich später mit der Werkstatt um Ihr Geld streiten müssen. 4, 5, 6. Schiedsstellen des Kraftfahrzeughandwerks können bei Streitigkeiten um Reparaturen helfen. Sie sind, wie hier in Hamburg, oft beim ADAC angesiedelt und von Werkstätten und Verbraucherorganisationen gleichermaßen anerkannt. Die Schiedsstelle kann nur aktiv werden, wenn Unterlagen über die vereinbarte Reparatur vorliegen. So sollte man jedenfalls keinen Auftrag erteilen. Nehmen Sie bitte Schlüsselpapiere, machen Sie Inspektion. Ich glaube 60.000 ist dran. Ja. Und wenn Sie noch was finden, machen Sie es gleich mit. Machen wir. Dankeschön. Ist heute Abend fertig. Ja, auf Wiederschauen. Damit Kunden beim Wiederschauen vor Schiedsstelle oder Gericht nicht das Nachsehen haben, sollten sie Folgendes beachten: Den Auftrag schriftlich erteilen. Alle Positionen einzeln aufführen lassen. Kostenvoranschlag verlangen oder eine Höchstsumme festlegen. Ausgebaute Teile vorlegen lassen. Fahrzeug bei Abholung überprüfen und Mängel sofort reklamieren. Was tun die Vertragswerkstätten selber, um den Kundendienst zu verbessern? Als erstes: Sie wollen gründlicher beraten. Solche Direktannahmeplätze gibt es inzwischen bei Opel, Saab und BMW. Hier werden gemeinsam mit dem Kunden die nötigen Arbeiten besprochen. So wollen die Werkstätten nachträglichen Ärger vermeiden. Und nebenbei hoffen sie auf manch einträgliches Zusatzgeschäft. Ja, da scheint das Getriebe undicht zu sein. Das werden wir reinigen, auf Undichtigkeit prüfen. Wenn wir das feststellen, können wir gleich mitmachen. Andere Werkstätten testen flexible Arbeitszeiten zur besseren Kundenbetreuung. Zum Beispiel diese BMW-Niederlassung. Jeweils ein Kundendienstmann arbeitet von frühmorgens bis zum Abend. So soll stets ein fachkundiger Gesprächspartner verfügbar sein. Die längere Arbeitszeit wird mit freien Tagen ausgeglichen. Wir fanden auch Vertragswerkstätten, die in versetzten Schichten arbeiten. Hier wird regulär von 6 bis 18 Uhr gearbeitet. Eine dritte Schicht steht bereit für Notdienste. Doch nicht alles, was der Kundschaft nützt, freut auch die Belegschaft. Längere Öffnungszeiten sehen Betriebsräte meist nicht gern. So wird man sich noch einige Zeit damit abfinden müssen, dass Tore zuweilen recht früh geschlossen werden. Manchmal trifft man wenigstens einen Wachmann für Wagenannahme und Ausgabe. Doch Fragen zur Reparatur kann der nicht beantworten. War noch irgendwas Besonderes? Kann ich Ihnen nicht sagen, ich bin nur zur Bewachung hier. Ja, naja, ist sowieso immer dasselbe. Und was machen Autofahrer eigentlich, wenn sie außerhalb der Öffnungszeiten eine Panne haben? Alles, was die Mehrzahl der Hersteller, wie zum Beispiel Ford, ihren Käufern im Falle des Falles an die Hand gibt, sind Verzeichnisse wie dieses hier.
Aus der Kundendienstlandkarte kann man aber nur entnehmen, welcher Vertragshändler im Prinzip notdienstbereit ist. Doch diese Angaben veralten schnell und so kann es nach dem Anmarsch zur Telefonzelle passieren, dass die angebliche Dienstbereitschaft so aussieht. Guten Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter der Ford-Werkstatt Meier. Das Telefon ist leider nicht mehr besetzt. Hilfreicher sind die zentralen Notrufnummern einiger weniger Autofirmen, die manchmal sogar rund um die Uhr besetzt sind. Auf der rechten Seite stehe ich. Ja, das ist ein Audi 80. Die Zentrale kann jedoch auch nur versuchen, eine dienstbereite Werkstatt aufzutreiben. Und bis der Monteur, der wohl möglich schon im Bett lag, eintrifft, können bitterkalte Stunden vergangen sein. Werkseigene Pannenhilfsdienste leisten sich nur BMW und Mercedes. Die Servicemobile sind ausgerüstet mit gängigen Ersatzteilen und modernen Testgeräten für Elektronikpannen. BMW hat 60, Mercedes immerhin 300 Wagen im Einsatz. Flächendeckende Versorgung und schnelle Hilfe sind damit noch nicht garantiert. Und nach 22 Uhr ist bei beiden Firmen Feierabend. Das beste Netz von Pannenhelfern hat immer noch der ADAC. Die rund 1100 gelben Engel sind in den meisten Orten auch über diese einheitliche Nummer zu erreichen. Problem der Autoclubs: Ersatzteile werden immer spezieller und Elektronik macht Reparaturen schwierig. In jüngster Zeit allerdings waren sie für manchen Reisenden Retter in letzter Not. Und was viele nicht wissen, auf den Autobahnen ist die ADAC-Hilfe für jedermann kostenlos. In der Stadt dagegen ist die Pannenhilfe der Autoclubs nur für Mitglieder da. Und auf Landstraßen helfen meist Firmen, die im Auftrag der Clubs tätig sind, von Nichtmitgliedern also immer bezahlt werden müssen. Für Kunden, die den zentralen Notruf ihres Autoherstellers nicht kennen, lassen wir hier mal die Notrufnummern durchlaufen. Ich hoffe, Ihr Hersteller ist dabei. Auf 2 serienmäßige und unbegrenzte Serviceangebote möchte ich noch hinweisen. Mit der Mobilitätsgarantie übernimmt VW Audi ab Modelljahr 86 die Kosten für Pannenhilfe vor Ort, das Abschleppen zum nächsten dienstbereiten VAG-Betrieb und zahlt Mietwagen oder eine Übernachtung, falls die Panne nicht innerhalb von 3 Stunden behoben werden kann. Mercedes bietet seit 1.9.89 die Touring-Garantie, Pannenhilfe, Abschleppen oder Bergen, Taxifahrten bis 100 Mark, Mietwagen, Bahn, Flug oder Übernachtung innerhalb bestimmter Grenzen, Expresskosten für Teilebeschaffung und Nachlieferung des Autos bis 200 Kilometer. Ansonsten können wir nur allen Kunden diese Broschüre empfehlen, die es kostenlos in allen ADAC-Geschäftsstellen gibt. Die ADAC-Kraftfahrerinformation Nummer 25 zum Thema Werkstätten sagt Ihnen, was Sie wissen müssen, um Ärger zu vermeiden und Probleme zu regeln. 1983 warnten wir im Ratgeber Technik erstmals vor Gift aus der chemischen Reinigung, vor Perchlorethylen. Unsere Messungen in Betrieben und Wohnungen zeigten, Mitarbeiter und Nachbarn sind durch zu viel Peer in der Luft gesundheitlich stark gefährdet. Sogar Krebsverdacht gab es damals schon. 4 Jahre später endlich untersuchten auch Behörden Luft, Lebensmittel und Menschen in Geschäften und Privatwohnungen in der Nachbarschaft von Reinigungen. Nur wenige Betriebe wurden geschlossen, ein paar mehr rüsteten um. Inzwischen hat sich der Bundesumweltminister, was viele für zu lasch ansehen, auf den Grenzwert 5 Milligramm Peer pro Kubikmeter Raumluft festgelegt. Doch ein paar aufrechte Forscher messen in Räumen über Reinigungen immer wieder vielfach höhere Werte. Selbst wo der Betrieb seit Monaten verschwunden ist, dünstet Peer noch reichlich aus den Mauern. Nicht Ihr Problem? Nun, für Sie haben wir da einen nahen Verwandten von Peer, den Sie sich vielleicht längst selbst ins Haus getragen haben. Methylenchlorid. Im Kunstschnee zum Beispiel haben wir ihn gefunden. Bei Anteilen unter 20% muss es nicht mal draufstehen. Nur wenn das Gas mit Feuer in Berührung kommt, kann das hochgiftige Kampfgas Phosgen entstehen. Methylenchlorid steckt leider auch in vielen anderen Produkten für den Bastler und Heimwerker. Die Feinheiten einer alten Tür kommen erst dann so richtig zur Geltung, wenn der alte Lack restlos entfernt ist.
Doch dahin ist es ein weiter Weg und der führt oft durch die Farbschichten eines halben Jahrhunderts. Der Versuch, die hartnäckigen Lackpanzer mechanisch zu durchdringen, führt schnell zur Frustration. Jetzt reicht's aber. In jedem Baumarkt finden sich heute Abbeitspasten, die die Arbeit ganz erheblich erleichtern. Schließlich soll die Tür bis zur Babys Ankunft ja auch fertig sein. Das Angebot ist groß und die Entscheidung fällt nicht schwer, denn die Aufschrift verspricht viel. Entfernt schnell und gründlich alle alten Farben, Lacke und Dispersionsfarben. So, dann kann's ja losgehen. Aber bevor Sie anfangen, sollten Sie noch das Kleingedruckte auf der Rückseite lesen. Minder giftig, das hört sich harmlos an. Und auch der Hinweis, gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken, sagt eigentlich zu wenig. Ich mach mal lieber das Fenster auf. Sicher wäre es besser, das Fenster nicht nur zu kippen, sondern ganz zu öffnen, um eine ausreichende Durchlüftung des Raumes zu garantieren. Boah, das stinkt ja. Bei hartnäckigen Lackschichten soll die Tür zweimal satt eingestrichen werden. Da ist der 3/4 Liter Abbeizer schnell verbraucht. Im Übrigen ist gerade die Küche ganz und gar nicht der richtige Ort für Arbeiten mit derartigen Chemikalien. So, jetzt koche ich mir erstmal einen Tee. Das sollte sie besser nicht tun, denn die flüchtigen Anteile des Abbeizers verdunsten schnell und verteilen sich im ganzen Raum. Nach einer Einwirkzeit von mindestens 30 Minuten kann man die Küchenluft förmlich schneiden. Unter diesen Arbeitsbedingungen bleiben gesundheitliche Reaktionen nicht aus, denn der Abbeizer enthält als Lösemittel und Wirkstoff 80% Methylenchlorid. Chemikern ist Methylenchlorid auch noch unter dem Namen Dichlormethan bekannt. Die Merkblätter für gefährliche Arbeitsstoffe verordnen für den Umgang mit diesem Lösemittel undurchlässige Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Vollschutzbrille. Beim Auftreten von Dämpfen soll der Chemiker möglichst ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Der Grund? Methylenchlorid steht in begründetem Verdacht, Krebs zu erzeugen und Kinder im Mutterleib zu schädigen. Und es hemmt nach der Aufnahme den Sauerstofftransport im Blut. Diese Veröffentlichung der Weltgesundheitsorganisation wies schon vor 10 Jahren auf Krebserkrankungen durch Methylenchlorid bei Mäusen hin. Wir berichteten darüber, als dieses Lösemittel 1980 in Raumluft und Haarsprays entdeckt wurde. Methylenchlorid wirkt nach dem Einatmen narkotisierend, sammelt sich im Gehirn an und wirkt toxisch auf Lunge, Herz, Leber und Nieren. Die Belastung der Luft in der Bastelküche steigt schnell auf ein Mehrfaches des MAK-Wertes, jenes Grenzwertes also, der am Arbeitsplatz für gesunde Menschen gerade noch toleriert wird, für schwangere Frauen jedoch viel zu hoch ist. Und diese Dämpfe verteilen sich aus der Küche schnell über die ganze Wohnung. Aus der Raumluft geht Methylenchlorid leicht auf Lebensmittel über. Fette Speisen saugen es auf wie ein Schwamm. In offenen Flammen kann sich Methylenchlorid in Phosgen umwandeln, ein im Ersten Weltkrieg gefürchtetes Kampfgas. Selbst mitten in Wohngebieten wird Methylenchlorid aber auch gewerblich eingesetzt, zum Beispiel zum Reinigen von Metalloberflächen. Sie werden vor der Weiterverarbeitung von Farb- und Ölresten befreit. Direkt über dieser Werkstatt liegt eine Büroetage, in der sich das Personal über 8 Stunden täglich aufhält. Einige der hier beschäftigten Damen klagten letztes Jahr über Beschwerden, die auf eine chronische Methylenchlorid-Vergiftung hindeuten könnten. In den Büroräumen wurden damals über 4 Milligramm Methylenchlorid pro Kubikmeter Raumluft gefunden. Die Motorenfirma hat inzwischen auf eine teure, aber umweltfreundlichere Reinigungsanlage umgestellt. Denn es gibt brauchbare Alternativen zu dem Gift. Auch in Offset-Druckereien wird Methylenchlorid als Reinigungsmittel eingesetzt. Die Druckwalzen und Gummitücher werden mit dem Lösemittel von Farbresten befreit. Dabei entweichen die giftigen Dämpfe in die Räume. Auch hier denkt kaum jemand an einen Atemschutz für die Mitarbeiter. Die Lufthansa-Werft in Hamburg verwendet Methylenchlorid als Abbeizmittel für Flugzeuge. Direkt betroffen ist davon allerdings mehr die Umwelt als die Passagiere.
Bei all dem wundert es nicht, dass Wissenschaftler der Universität Gießen in den Wohnvierteln des Rhein-Main-Gebietes eine steigende Belastung mit Methylenchlorid feststellten. Dagegen war die Außenluft im Rheinluftgebiet des Schwarzwaldes noch relativ sauber, wohingegen die Innenräume in den Rheinluftgebieten zum Teil deutlich höher belastet waren als im Belastungsgebiet Rhein-Main. Dieses unerwartete Ergebnis erklärt sich daraus, dass im Schwarzwald viele Neubauten untersucht wurden. In Kindergärten und Schulgebäuden war es ebenso. Klassenräume in Neubauten wiesen höhere Verunreinigungen auf als Klassenräume in älteren Schulgebäuden. Die Wissenschaftler führen dies auf den Einsatz neuer methylenchloridhaltiger Baumaterialien zurück, wie Dämmstoffe, Bodenbelag, Farben, Lacke, Teppichkleber, Folien und Treibmittel. Methylenchlorid ist heute an jedem Punkt der Erde in der Luft nachweisbar. Als Treibhausgas trägt es zur Erwärmung der Atmosphäre und damit zum Klimakollaps bei. 12.500 Tonnen Methylenchlorid-Dämpfe steigen jährlich bis in die Stratosphäre auf. Ebenso wie die chemisch verwandten FCKWs trägt auch dieses Lösemittel zur Vernichtung der Ozonschicht bei und sollte schon deshalb nicht mehr eingesetzt werden. Und auf dem Kunstschnee steht auch noch, er sei ozonsicher, nur weil er kein FCKW enthält. Dass Methylenchlorid drin ist, kam erst im Labor heraus. Messungen mit Prüfröhrchen, die auch Laien durchführen könnten, bringen keine zuverlässigen Beweise. Doch kann man